Hallo ihr Lieben, heute machen wir diese tolle Herztorte. Sie passt zu vielen Anlässen wie zum Beispiel Valentinstag, Muttertag oder zum Geburtstag. Und sie besteht aus einem wandelbaren Boden, dem Wunderkuchen, und einer leichten Füllung. Für den Boden brauchen wir 300 Gramm Mehl, 200 Milliliter Rapsöl, 50 Gramm Speisestärke, eine Prise Salz, eine Packung Backpulver und eine Packung Vanillezucker. Wenn dir unser Rezept gefällt, freuen wir uns über deine kostenlose Unterstützung durch ein Abonnement. 4 Zimmer warme Eier Größe M, 200 Milliliter Milch und 200 Gramm Zucker. Zuerst siebe ich das Mehl mit dem Backpulver und danach die Speisestärke und stelle die Schüssel zur Seite. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt rechts oben und unten in der Infobox. Nun gebe ich die Eier mit der Prise Salz und dem Vanillezucker in meine Rührschüssel und schlage diese kurz auf. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann lasse ich den Zucker einrieseln und schlage die Eiermasse auf höchster Stufe ca. 10 Minuten weiter auf, bis die Masse eine cremige, helle Farbe angenommen hat. Jetzt schalte ich auf niedrigste Stufe und gebe die Milch und das Öl hinzu. Den Namen des Wunderkuchens hat dieser Boden, weil man die Milch durch eine beliebige Flüssigkeit ersetzen kann, zum Beispiel durch Saft, Kaffee, Sprudel, Fanta, Buttermilch und so weiter. Weiterhin auf niedrigster Stufe kommt nun löffelweise das Mehl hinzu. Nun prüfe ich mit dem Teigschaber, ob noch Mehl zu sehen ist. Meine Herzbackform mit den Maßen 25 x 26 x 7 cm habe ich eingefettet und mit Paniermehl ausgestreut. Jetzt kommt der Teig hinein. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei Ober- und Unterhitze und 160 Grad für 60 Minuten. Macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe und lasst danach den Kuchen für 10 Minuten in der Form abkühlen, bevor ihr den Rand abmacht. Nun die Füllung. 250 Gramm Magerquark, 300 Gramm Frischkäse und 50 Gramm Puderzucker, 4 Packungen Sahnesteif, 250 Gramm Erdbeeren und 250 Gramm Himbeeren, 1 Esslöffel rosa Zuckerherzen und noch 2 Packungen Vanillezucker, 600 Gramm Schlagsahne und den Boden. Zuerst nehme ich die kalte Schlagsahne und schlage sie ca. 1 Minute auf höchster Stufe auf. Danach kommen 3 Packungen Sahnefestiger hinzu und es wird weiter aufgeschlagen, bis die Sahne fest ist. Sie kommt nun direkt in den Kühlschrank. Nun gebe ich den Magerquark, den Frischkäse, Vanillezucker und eine Packung Sahnesteif und den Puderzucker, den habe ich hier leider vergessen zu zeigen, in meine Rührschüssel und verrühre alles. Sobald sich alles vermengt hat, hebe ich die Schlagsahne mit dem Teigschaber unter.
Die Hälfte der Erdbeeren habe ich in kleine Stücke geschnitten und die andere Hälfte längs halbiert. Die Creme habe ich in einen Spritzbeutel mit Lochtülle gefüllt und den Kuchen waagerecht in 3 Teile gesägt. Nun gebe ich die Tupfen am äußeren Rand entlang auf den ersten Boden. Dann lege ich eine Runde Himbeeren aus und danach wieder eine Runde Cremetupfen. In die Mitte kommen die gestückelten Erdbeeren. Den Boden backe ich immer einen Tag vorher und gebe ihn ganz ausgekühlt und in Frischhaltefolie verpackt in den Kühlschrank. So lässt er sich am nächsten Tag nämlich einfacher zerteilen. Mit dem zweiten Boden verfahre ich genauso wie mit dem ersten. Wer es noch fruchtiger haben mag, kann die ersten beiden Böden mit einer Marmelade bestreichen. Als obersten Boden nehme ich immer den, der am geradesten und schönsten geworden ist. Hier habe ich zum Beispiel den Deckel als unteren Boden genommen und den Boden als obersten. Auf den letzten Boden gebe ich komplett nur Cremetupfer. Ihr könnt hier auch ohne Spritztülle arbeiten oder mit einer anderen Tülle. Nun belege ich die Hälfte des Herzens mit den halbierten Erdbeeren und einigen Himbeeren. Die Zuckerherzen gebe ich erst kurz vorm Servieren darauf, da diese nach ca. einer Stunde anfangen zu schmelzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.